Guten Morgen, ich bin Uli Kronenberg und ich bin anderswohin. Heute bin ich in Quedlinburg, das liegt am nördlichen Rand des Harzes. Und hier bin ich am Stadtrand bei der Viperti-Kirche. Zur Viperti-Kirche gehört auch der Viperti-Friedhof. Und hier gibt es eine Novität, das sind nämlich 55 Grüfte, die wurden alle in den Fels geschlagen. Und da sind sie auch schon, die Grüfte von St. Viperti. Die sind in 2 Terrassen angelegt. Gruft liegt hier neben Gruft, das ist die untere Etage. Angelegt wurde das Ganze hier zur Zeit der Reformation. Es ist ein Beispiel für einen protestantischen Friedhof. Familiengrabgewölbe entstanden etwa im 17. Jahrhundert im Fels und unter der Oberfläche. Im 18. Jahrhundert erfolgte eine Ergänzung in Reihen mit korbbogigen Türöffnungen. Bestattet sind dort Pastoren, Stifter und Stifterinnen, Land- und Stadträte, Bürgermeister und andere Bürger. Das gusseiserne Fenstergitter an den Eichentüren stellt eine erlöschende Lebensfackel, einen Anker und eine Dornenkrone dar. Und das ist eine der Grüfte. Oben steht, wer der Verstorbene ist, und das ist diese Eichentür, und da sieht man diese Bildsymbolik im Fenster. Hier steht, seit 1330 wird der Name Groshoft urkundlich in Quedlinburg aufgeführt. Von 1445 bis 1659 wurden aus der Familie 5 Bürgermeister und mehrere Ratsherren der Stadt Quedlinburg gewählt. Und hier stehen neuere Sterbedaten. Der Friedhof, also die Grüfte, werden bis heute genutzt. Hier, diese Familie nutzt den Friedhof, die Grüfte, also schon seit 1710. Der letzte aus der Familie wurde 1938 hier beigesetzt. Hier kann man mal in eine Gruft reinschauen. Da sieht man, da stehen jede Menge Urnen. Man hat auch Grabsteine dorthin gestellt. Und eine Tür steht dort. Das könnte die Tür von der Gruft gewesen sein. Wir sind hier auf dem sogenannten Kapellenberg. Die Grüfte hier, die sind als Gewölbe in 2 übereinanderliegende Etagen in den Fels hier reingearbeitet. Damals wurden hier Mitglieder aus reichen Familien beerdigt. Das waren hauptsächlich so Stiftsherren, Geistliche, Militärs, Stadtbürger, Ratsherren etc. Und heute hat man diesen Friedhof, die Grüfte, wieder entdeckt. Man sieht ja überall, dass auch in neuerer Zeit Urnen hier reingestellt wurde, das Ganze also weiter genutzt wird. Wir gehen jetzt mal rauf zur 2. Etage. Auf der anderen Straßenseite, das ist der Friedhof von St. Servati, da sind ebenfalls Grüfte, die sind aber in neuerer Zeit dann angelegt worden. Das ist jetzt sozusagen die 2. Etage, die obere Lage der Grabgewölbe. Die sind etwas nach hinten versetzt angelegt worden. Der Grund dafür, das ist die Entlüftung der unteren Grabstätten. Aus dem Boden raus, da ragen nämlich Rohre, die dienen der Entlüftung. Es ist ein stetiger Luftaustausch. Die Treppe, die führt hier noch weiter. Da gehen wir noch eine Etage höher, dann steigen wir den Gräbern, dem Friedhof, mal aufs Dach. Ja, hier kann man die Entlüftungsrohre jetzt sehr schön sehen. Neben den Rohren, da sieht man tatsächlich Grabsteine, denn hier oben, da sind tatsächlich Gräber angelegt worden. Die ganze Anlage hier mit den Grüften, die ist nicht nur einmalig in Deutschland, die ist auch nördlich der Alpen ein Unikat und deswegen steht sie auch unter Denkmalschutz. Mitte des 19. Jahrhunderts, da war der Viperti-Friedhof vollständig belegt und da hat man den anderen Friedhof, den wir eben gesehen haben, St. Servati, erworben. Auch hier wurden so Grabgewölbe errichtet, allerdings klassisch gemauert, nicht in den Fels reingeschlagen.
Nach einem Blick auf den Dom von Quedlinburg schauen wir uns jetzt mal die zweite Etage an. Das war's dann von den Grüften auf dem Viperti-Friedhof in Quedlinburg. In diesem Sinn, tschüss.